Hi Leute, ich wollte mit euch mal ein bisschen auf den Grund gehen, warum das Rexina Radio verzerrt bei hohen Voltstärken. Ich habe hier den DTS-Modulator mal mit einem 1 kHz Audiosignal gespeist, hier bei dem Rexina die Frequenz eingestellt und hier ist das Signal ja noch einigermaßen sauber, aber sobald ich näher gehe, hier verzerrt es. Wenn ich weiter weg bin, ich kann das Audiosignal ja auch mal messen, mal abgreifen an der Modulationsdiode hier. Dann mal am Oszilloskop schauen. Warte. Oszilloskop genau einstellen. Hier. Ich habe hier ein 1 kHz Audiosignal. Das Audiosignal verzerrt nicht. Okay, das Oszilloskop, das will nicht richtig triggern, aber macht nichts. Jetzt, wenn ich das Radio näher an den hier mache, da verzerrt es. Hier passt es noch, und wenn ich das Radio einfach nur näher an den Sender mache, hier, das ist die Verzerrung. Da verzerrt es noch nicht, aber da verzerrt es. Obwohl das Radio ja eine AGC hat quasi, also eine Art Gegenkopplung. Jetzt will ich mal kurz erklären, wie das Radio überhaupt funktioniert. Ich habe hier den Schaltplan von dem Radio, das hier wird die Ferritantenne und das ist der erste Transistor und das wird der Lokaloszillator und Mischer. Der arbeitet als Lokaloszillator von Emitter auf Kollektor, also in Basisschaltung quasi. Vom Kollektor das Signal, wo er rausgibt, gibt er auf die Spule, in dem Fall auf die untere Spule Drehkondensator. Und das Signal wird wieder hier am Emitter eingespeist. Das ergibt einen Oszillator. Und gleichzeitig mischt der das von der Ferritantenne kommende Signal. Das eine geht auf den Emitter und das andere auf die Basis. Das mischt er, also ein Mischer und ein Oszillator. Und Basisarbeitspunkt wird durch die zwei Widerstände festgelegt. Dann das hier ist nur ein Übertrager für die 460 kHz ZF. Dann haben wir hier einen ZF-Verstärker und der ZF-Verstärker, der ist mit der Basis zwar mit dem Widerstand auf Plus, dass die Basis eingeschalten bleibt, allerdings er kann hier über diese Leitung hier vom demodulierten Audiosignal über die Diode, also da entsteht eine Gleichspannung, je stärker das Signal ist, da wird der gegengesteuert. Das heißt, der da zieht den auf Masse, den Pin. Ich habe auch geschaut, ob das funktioniert. Wenn ich den Multimeter da messe, hier und auf Masse, dann wird dieser Pegel hier, der Basispegel, der sinkt. Der ist auf 0,60 Volt. Wenn das Signal stärker wird, wird der auf 0,59, 0,58. Dann der Audioteil, der funktioniert soweit. Der verstärkt hier einfach nur das Audiosignal weiter auf dem Lautsprecher. Der Audioteil verzerrt nicht, weil das Signal hier nach der Diode hier an den Punkt schon verzerrt ist. Da hatte ich es abgenommen, an den Widerstand hier oben. Da habe ich das Audiosignal abgenommen fürs Ostsee und da ist es sauber. Das heißt, hier haben wir ein sauberes Audiosignal, das aber verzerrt, sobald der Empfang stärker wird. Und die AGC, die regelt wohl nicht richtig. Ich kann den Lokaloszillator hier an diesen Widerstand da oben auch direkt messen. Der Widerstand, das wäre die, ich glaube, das wäre die Basis von dem Transistor. Genau, das wäre die Basis von dem Transistor. Das geht zur Basistransistor. Und ich habe da am Ostsee jetzt 1,1 1,191 MHz bei eingestellten 770 kHz, was etwa 460 ZF ergibt. Ich drehe jetzt mal an dem Sender, also an den Drehkondensator, wo ich Sender einstellen kann. Da kann ich es zurückstellen, also bis auf 2,1 MHz, oder wenn ich es weiter hochdrehe, bis auf 976 kHz. Ja, es ist ein schönes Sinussignal, das der Lokaloszillator macht. Also am Lokaloszillator liegt es sicher nicht. Dann mischen tut der Transistor auch wenn der ein schönes Sinus macht. Ich glaube, irgendwo hier haben wir dann das Audiosignal. Warte, ich suche das Audiosignal mal wieder. Den 1 kHz Ton.
Da ist er. Ja, da ist er. Genau, und da verzehrt er. Da nicht, da verzehrt er. So, dann könnte man an der ZF mal messen. Mal das da raus. Und die ZF-Frequenz, das wäre der Pin hier. Das wäre zweiter Transistor Kollektor. Ausgang ZF. Da muss ich Ostsee runterdrehen. Mal gucken, dass ich da messen kann. Ups, und noch 2 runter. So, mal messen. Mal am Ostsee gucken. Das schaut hier so aus. 451 Kilohertz. Bis jetzt ganz gut. Das ist die ZF-Frequenz. Jetzt, wenn ich das Radio näher an die Antenne tue, hier verzerrt es. Hier ist noch okay. Da gehe ich maximal Lautstärke und da verzerrt es. Da geht das untere wieder zusammen. Also hier fängt es an zu verzerren. Das hier wäre nach dem zweiten Transistor, nach dem ZF-Verstärker der Ausgang. Aber der ZF-Verstärker, der wird geregelt. Die Regelung funktioniert. Daher denke ich mir, kann ich dann nicht viel ändern, außer vielleicht den Regelwiderstand kleiner machen. Ich kann hier mal messen mit Multimeter, messe ich da mal, was da für eine Regelspannung denn anliegt, wenn ich das Ding näher ran tue. So, dann messe ich mal die Regelspannung. Ich bin bei 0,55 Volt und wenn ich den näher ran tue, dann steigt der. Er regelt schon zurück. 55. Aber hier verzerrt er schon, obwohl er zurückregelt. 0,59. Also die Regelung funktioniert. Vielleicht ist die Regelung einfach nur zu wenig, dass er nur ein bisschen regelt. Also die AGC. Ich denke, dass es an der AGC liegt, dass der da verzerrt. Dazu messe ich das Signal mal nochmal direkt nach der Demodulationsdiode und vor dem Lautstärkeporti und den NF-Verstärker. Die 3 Transistoren sind ein NF-Verstärker, einmal eine Gegentaktstufe und einmal ein normaler Audioverstärker. Solange ich so weit weg bin, ist das Signal einwandfrei. Es ist nicht verzerrt. 1 Kilohertz Signal. Aber gehe ich mit dem Radio näher ran. Jetzt ist mal stärker und jetzt fängt es an oben zu verzerren. Gehe ich noch näher ran hier. Jetzt verzerrt es. Ich bin ein bisschen weiter weg. Einwandfrei. Also die AGC-Regelung, die wirkt zu wenig. Tja, was könnte man da machen? Jetzt, wenn ich den Widerstand allerdings verkleinere, das wird nicht viel bringen, weil an der Basis von den Mischtransistor, da liegt eh schon nur 0,58 Volt an. Das sind Siliziumtransistoren schon. Tja, was machen? Ich glaube, die Schaltung ist so, dass sie bei starkem Pegel verzerrt, dass die AGC hier nur ein bisschen wirkt. Zu Mischer wollte ich noch drauf eingehen, und zwar der erste Transistor, der arbeitet ja als Oszillator zusammen mit dem Ringkondensator im Schwingkreis. Der macht mir hier die 1,2 MHz. Hier in diesem Signal da, da sieht man schon die Oszillatorfrequenz, allerdings überlagert. Ich glaube, wenn ich näher gehe, sieht man es auch. Da ist die Empfangsfrequenz überlagert. Also die Oszillatorfrequenz und die Empfangsfrequenz mischen sich zusammen. Und wenn ich dann am ZF-Verstärker messe, okay, das Signal ist natürlich viel zu stark. Mal runtergehen, ein paar Stufen, mal ZF-Verstärker messen und auch von der Frequenz viel niedriger. Also die Empfangsfrequenz und die ZF-Frequenz zusammengemischt ergibt Summe und Differenz. Und die Differenz, nur die Differenz wird dann über einen Filter ausgekoppelt, die 450 Kilohertz. Und die sind dann runtergemischt da. Und das runtergemischte Signal enthält alle Informationen, alle Audioinformationen auch. Das runtergemischte Signal wird verstärkt durch den Transistor. Dann geht es nochmal über einen Filter, der auf 455 Kilohertz filtert. Und dann wird es über eine Diode gleichgerichtet, über einen Kondensator, ich glaube, die sind 10 NF geglättet. Und dann geht es über das Lautstärkeporti auf den Audioverstärker, wird dann noch verstärkt und
kommt am Lautsprecher als Audio raus. Nur die Regelspannung, die der macht, gut, die ist nicht besonders groß, aber die steigt, wenn das Signal stärker wird, und die sinkt, wenn das Signal schwächer wird. Die wird auch zum Transistor weitergeleitet. Bei dem Transistor an der Basis, wenn ich messen tue, da messe ich auch 0,58, oder wenn ich näher rangehe. Also er regelt schon, aber ich glaube halt irgendwie, der regelt zu wenig. Vielleicht müsste man von den ZF-Verstärker den Arbeitspunkt anders einstellen, dass er weniger verstärkt, dass er dann schneller abregeln tut. Das ist dann, wenn das Signal viel stärker wird, nicht verzerrt. Ja, aber ich lasse es jetzt erst mal so. Der verzerrt bei starken Signalen, bei schwachen Signalen geht's ja. Okay.